Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Yuto aus Japan und wohne in München, Deutschland. Heute möchte ich euch gerne die Unterschiede in Sprachen, zwar in Bezug auf Zahlensystem zwischen Japan und Deutschland erzählen. In meinem dritten Video habe ich schon mal über die japanische Sprache und über die Unterschiede zwischen Japanisch und Deutsch kurz gesprochen. In diesem Video spreche ich eher über das Zahlensystem, zum Beispiel wie man auf Japanisch zählt im Vergleich zur deutschen Sprache. Also, los geht's! Auf Japanisch Zahlen zu sagen ist im Wesentlichen nicht so schwer, obwohl es viele Ausnahmen gibt und es nach 9999 etwas kompliziert wird. Warum nur bis 9999 einfach? Das erzähle ich später. Die Zahlen bis 10 sind auf Japanisch so 1, 2, 3, 4 oder 4, 5, 6, 7 oder 7, 8, 9 oder 9 und 10. Zahlen von 11 bis 99 bildet man wie in den folgenden Beispielen. 16 ist auf Japanisch 16, wörtlich übersetzt 10 plus 6, und 32 ist auf Japanisch 32, wörtlich übersetzt 3 mal 10 plus 2, und 87 ist auf Japanisch 87 und wörtlich übersetzt 8 mal 10 plus 7. Einfach, oder? Auf Japanisch gibt es kein spezielles Wort für 11 oder 12, wie auf Deutsch oder Englisch, sondern 11 ist auf Japanisch 11, heißt einfach 10 plus 1, und 12 ist auf Japanisch 12, heißt einfach 10 plus 2. Dazu liest man auf Japanisch erst die 10er Stelle, dann einer Stelle, nicht andersrum wie auf Deutsch. Das heißt, man kann einfach von links nach rechts nach der Reihenfolge Zahlen lesen. Also, zum Beispiel 32 ist nicht 2 plus 3 mal 10, nicht 30, sondern 3 mal 10 plus 2, 32. Wenn man sich auf Japanisch nur noch die Zahlen 100, also 100, und 10 heißt 1000 merkt, kann man jetzt bis 9999 logisch und einfach zählen. Zum Beispiel 4591 ist 4591 und 9999 ist 9999. Noch nicht schwer, oder? Jetzt 10.000 und es wird jetzt etwas gemein und kompliziert. Auf Deutsch sagt man dafür 10.000 und auf Englisch 10.000. Aber Japanisch hat einen Zähler, man, heißt 10.000. Was heißt das denn? 10.000 ist auf Japanisch 1man, wörtlich ins Deutsche übersetzt ein 10.000. 20.000 ist auf Japanisch Niman, wörtlich ins Deutsche übersetzt 2 10.000, nicht 20.000. Deshalb ist zum Beispiel 37.268 ist 37,268. Man kann den Zähler Man oder 10.000 für bis zu 8-stellige Beträge verwenden. Also 99.999.999 ist auf Japanisch 9999. Ab 100 Millionen benutzt man einen neuen Zähler, Oku.
ab einer Trillion wieder einen neuen Zähler, Chō. Die Existenz vom Zähler Mann führt bei Übersetzung leicht zu Fehlern, wenn es vor allem in die höheren Beträge geht. Zum Beispiel, ich höre jetzt auf Deutsch die Zahl 760 Millionen. Dann gerate ich etwas in Panik und habe sofort keine Ahnung, wie groß die Zahl ist. Warum? Weil man auf Japanisch wegen der Zähler Man und Oku nicht wie 760 Millionen, sondern wie 700 Millionen 6.000 10.000 sagt. Diese Übersetzung ist wirklich schwierig, wenn die Zahlen noch genauer und komplizierter werden. Also bitte sagt die Zahlen etwas langsam, wenn ihr Japanern auf Deutsch oder auf Englisch Zahlen sagt. Auf Deutsch hat jedes Substantiv nicht nur eine Singularform, sondern auch eine Pluralform. Zum Beispiel die Pluralform vom deutschen Wort Apfel ist Äpfel. Viele weibliche Substantive bilden beispielsweise ihre Pluralform mit en oder n. Aber bei der Pluralbildung gibt es keine Regel, die allgemeingültig ist. Das heißt, man muss sich jeweils ihre Pluralform merken. Andererseits haben japanische Substantive keine Pluralform und man unterscheidet nicht zwischen zählbaren und nicht zählbaren wie Deutsch oder Englisch. Das heißt, das japanische Substantiv Ringo heißt Apfel auf Deutsch, ist immer Ringo. Mit anderen Worten, egal wie viele Äpfel es gibt, ändert sich die Form wegen der Menge nicht. Das heißt, im Gegensatz zu Deutsch lernen, braucht man beim japanischen Lernen Pluralformen nicht auswendig lernen. Um jeden Gegenstand oder jeden abstrakten Begriff zu zählen, benutzt man auf Japanisch jeweils ein bestimmtes Zähleinheitswort. Wenn man auf Deutsch Dinge, zum Beispiel Äpfel, zählt, benutzt man normalerweise kein Zähleinheitswort. Aber man sagt doch zum Beispiel 100 Blatt Papier oder 2 Glas Bier. Und das Blatt und das Glas sind die Entsprechungen von japanischen Zähleinheitswörtern. Das heißt, wenn man Dinge auf Japanisch zählt, sagt man erst die Anzahl, dann gleich danach ein bestimmtes Zähleinheitswort oder erst der Name des Dings, dann kommen die Anzahl und ein Zähleinheitswort. Es kommt auf die Form und Größe des Gegenstandes an, welche Zähleinheitswort man dafür benutzt. Es gibt insgesamt mehr als 100 japanische Zähleinheitswörter. Ich möchte gerne jetzt Beispiele für die wichtigen japanischen Zähleinheitswörter nennen. Ko und Tsu heißt Stück auf Deutsch sind allgemeine Zähleinheitswörter und im Prinzip kann man alle Dinge mit diesen zählen. Aber es wirkt auf andere Menschen sehr unbeholfen und kindisch, wenn man immer für alle Dinge nur diese benutzt. Deswegen benutzt man sie unter anderem für kompakte, runde Dinge wie Äpfel, Eier oder Gläser. Hon benutzt man für lange, schmale Dinge, zum Beispiel Bäume, Bananen, Kugelschreiber, Regenschirme, Züge oder Kabel. Mai ist für flache Dinge wie Papier, Tücher, T-Shirts, Hosen, Teller oder Pfannkuchen. Satsu benutzt man, wenn man flache Dinge aus Papier zählt, zum Beispiel Bücher, Hefte oder Wörterbücher. Dai ist oft für Elektrogeräte oder Fahrzeuge wie Kühlschränke, Handys, Fernseher, Autos oder Fahrräder. Außer diesen Zähleinheitswörtern, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es noch sehr viele für unbelebte Dinge.
Um Menschen zu zählen, benutzt man oft das Zähleinheitswort nin. Aber manchmal benutzt man mei, die höflichere Form für nin. Zum Beispiel, wenn ein Kellner in einem Restaurant oder in einem Hotel Gäste nach der Zahl der Personen fragt, benutzt man mei statt nin. Für Tiere gibt es verschiedene Zähleinheitswörter. Hiki benutzt man für Tiere am häufigsten, aber unter anderem für Insekten, Fisch und kleine oder mittelgroße Tiere wie Ameisen, Thunfisch, Katzen oder Hunde. Tou ist für große Tiere mit 4 Beinen, zum Beispiel für Kühe, Panda oder Pferde. Wa benutzt man für Vögel wie Tauben oder Gänse und auch für Hasen. Ich habe jetzt ungefähr 10 Zähleinheitswörter erklärt, aber es gibt noch zum Beispiel Kai für Stockwerke, ein anderes Kai für Mal und Sai für Alter. Auf Deutsch gibt es die Personalpronomen er und sie. Und diese werden in Texten und im Gespräch häufig verwendet. Bei den englischen Personalpronomen he und she ist es genauso. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißen die deutschen Personalpronomen er und sie auf Japanisch kare und kanojo. Ich denke, wer Japanisch gelernt hat, hat in Lehrbüchern oder von Sprachlehrern einmal so gelernt. Aber diese japanischen Personalpronomen kare und kanojo werden eigentlich selten benutzt. Warum benutzt man sie selten? Meistens bedeutet das japanische Wort kare eher Boyfriend, ebenso kanojo bedeutet meistens eher Girlfriend. Es ist daher sehr missverständlich, wenn man einfach kare oder kanojo sagt. Ich zum Beispiel benutze daher für er oder sie diese Wörter sehr selten. Dann, wie sagt man normalerweise, wenn man auf Japanisch er oder sie sagen möchte? Auf Japanisch wiederholt man oft den Namen der Person statt Verwendung der Personalpronomen kare oder kanojo für er oder sie. Wenn man den Namen der Person nicht kennt, kann man dann zum Beispiel ano hito oder ano kata heißt die Person sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like bitte. Ich freue mich über Ihre Kommentare auch. Dann bis nächstes Mal. Bis bald. Mata ne.